Tingia geht es rund 200 Kilometer weiter südlich nach Zagora. Immer näher kommen wir so unserem Ziel, der Sahara. Einmal mehr fahren wir durch weite atemberaubende Landschaften und können kaum glauben, dass wir die Straße meist ganz für uns alleine haben. Wir machen Pausen an abgelegenen Orten und spüren, wie unsere Vorfreude auf die Wüste mehr und mehr wächst. In der Oasenstadt Zagora schlafen wir zwischen Palmen und stocken ein letztes Mal unsere Vorräte für die Reise in die Sahara auf. Jetzt fahren wir weiter nach Mamit, was wirklich in den Dünen angeblich liegt. Und ich freue mich schon sehr und bin sehr gespannt. Aber zuerst müssen wir noch Wasser kaufen. Genau. Das wird wieder spannend. Ich hoffe, es gibt keine Trabenhahn-Menschen, die was von uns will. Ah ja, gestern waren wir ja zu Fuß in der Stadt. Ja. Und wir waren die einzigen Touristen. Weit und breit. Und Frauen. Und Frauen noch dazu. Und dann wurden wir natürlich an jeder Ecke angesprochen. Nicht, ob wir was wollen, einfach halt ça va und bienvenue oder was auch immer. Merhaba. Aber ja, man wird halt schon angeschaut. Wir waren aber, also wir hatten jetzt kein Kopftuch an. Man sieht aber uns halt auch von 5 Kilometern schon an, dass wir Touristen sind. Wir waren zwar schon mit Hosen und langer Kleidung unterwegs. Ja, aber Rucksack, Cappy, dann weiß man gleich Bescheid. Und dann sind wir halt Touristen. Die letzten Kilometer zum Camping sind spannend, oder? Ja. Einfach geradeaus. Ja, sehr spannend. Wir fragen uns, wo der Weg ist und wo es am wenigsten rüttelt. Aber wir haben es jetzt gleich. Die letzten Meter. Es ist und bleibt spannend. Der Camping Hassis Mara in Mamit ist der letzte Ort, den man noch ohne 4x4-Fahrzeug erreichen kann. Die Betreiber sind unglaublich gastfreundlich. Morgens wird einem frisches Brot an den Camper gebracht und wenn man möchte, kann man abends eine leckere Taschine am Lagerfeuer genießen. Es war für uns einer der schönsten und magischsten Orte der ganzen Reise bisher. Melinda hat sich beigebracht, wie man einen Turban bindet. Und dann sind wir los auf eine Erkundungstour. Und wir haben gemerkt, dass der Turban das einzige Wahre ist, weil es einem nicht um die Ohren zieht und windet und weil man den Sand auch ein bisschen
von dem Kopf weghält. Ja, weil sonst hat man Sand zwischen den Zähnen, in den Ohren, in den Augen und in den Nasenlöchern. Also gestern, als wir dann reingingen in den Camper, da kam überall Sand raus. Und schon wieder dachten wir, das kann ja nicht mehr besser werden, bis der nächste Tag kam. Wir sind am Ende der Straße, wie es mit einem Zweiradantrieb weitergehen könnte oder so weit, wie es mit einem Zweiradantrieb weitergehen kann. Und heute machen wir dafür einen Ausflug, mal was Touristisches mit einem 4x4 Jeep. Wir fahren zu Erkçegaga. Das sind 70 Kilometer von hier auf Pisten und freuen uns ziemlich, die zweitgrößten Dünen von Marokko zu sehen und vielleicht die auch noch zu beklettern. Schauen wir mal. Und auf einmal stehen sie vor uns, die Riesendünen von Erkçegaga. Und natürlich mussten wir sie bewandern. Ihre Anziehungskraft wirkt magisch.